Sind wir doch mal ehrlich. Eigentlich klingt das hier schon ganz geil. Due to your position as Regional Commander of the Southern Defense Forces, Lord Terenas commands that you raise an outpost in the Hillsbrad foothills. Aber als Kinder der 80er und 90er sind wir halt damit aufgewachsen. Ihnen als dem Befehlshaber der südlichen Verteidigungslinie trägt Lord Terenas auf, am Fuße der Hillsbrad-Berge einen Vorposten zu errichten. Und genau für uns, also wir als Zielgruppe, ist doch eigentlich dieses Remaster für Warcraft 2 Tides of Darkness, welches ursprünglich Ende 1995 erschien und mit dem die aktuelle Generation an Gamern doch sowieso nichts anfangen kann. Und da ist es natürlich verwunderlich, dass sich Blizzard für uns genau diese Arbeit eingespart hat und die neue Remastered Edition nur im englischen Original veröffentlicht hat, also eine Version, die es damals bei uns so gar nicht gab. Aber wie immer ist auf die Community Verlass, beziehungsweise auf Misa Ravenheart, der kurzerhand eine Mod gebastelt hat, welche die alten deutschen Sprachfiles in die neue Version einbaut. Wie das genau funktioniert und was ihr dafür tun müsst, erkläre ich euch wie immer kurz und kompakt in diesem Video. Die orkischen Krieger wollten sich wieder ins Schlachtgetümmel stürzen und ihre Kampfeslust kannte keine Grenzen. Vorab, was ist passiert? Blizzard hat am 13.11.2024 anlässlich des 30. Geburtstags der Warcraft-Serie Teil 1 und Teil 2 remastered und gleichzeitig einen weiteren großen Patch für Warcraft 3 veröffentlicht, dessen Remaster sie bekanntlich vor 4 Jahren vollkommen in den Sand gesetzt haben. An der neuen Remastered-Version scheiden sich aktuell die Geister. So wird vor allem der neue alberne Smartphone-Look kritisiert, aber darum soll es halt gar nicht gehen. Denn der größte Stein des Anstoßes ist die Faulheit von Blizzard, sämtliche Sprachversionen nicht zu integrieren, obwohl diese natürlich vorliegen und sich der Aufwand auch in Grenzen gehalten hätte, wie man jetzt sieht. Denn der Modder Misa hat sich jetzt hingesetzt und mit seiner Mod die englischen Sprachfiles mit den deutschen Originalen ersetzt. Ganz liebe Grüße gehen an dieser Stelle an ihn raus. Vielen Dank, dass du in deiner Freizeit für uns die Arbeit für Blizzard machen musst. Absolut ehrenwert. Die Mod ist übrigens zum Zeitpunkt des Videos hier noch nicht ganz fertig. Schaut also vielleicht nochmal Ende November vorbei und zieht euch dann das finale Update. Das Gute an Warcraft 2 Remastered ist, dass die Dateien im Spielordner im Gegensatz zum Original nicht verschlüsselt sind. Ihr zieht euch im Prinzip also einfach die ZIP-File von moddb.com, Link wie immer in der Videobeschreibung oder oben im i, entpackt das Ganze anschließend und kopiert den Ordner Data in euer Warcraft 2 Remastered Spieleverzeichnis. Falls euch Windows fragt, ja, vorliegende Dateien überschreiben. Fertig, erledigt und viel Spaß beim Zocken. Aber Achtung, es kann gut sein, da Blizzard im Spiel noch andere Baustellen zu fixen hat und daher mit jedem Update die Änderung der Mod rückgängig macht. Ihr müsst also im Zweifel nach einem Blizzard-Patch die Sprachfiles neu ergänzen. Übrigens gibt es die viel bessere Remastered-Version von StarCraft bei meinem Partner Instant Gaming für 10 €, also gut 5 € günstiger als bei Blizzard direkt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink spart ihr nicht nur Geld, sondern schiebt Blizzard weniger in den Rachen und unterstützt dabei gleichzeitig diesen Kanal. Vielen Dank. In diesem Sinne, frohes Zocken, nochmals ein fettes Danke an Misa für die Arbeit und bis zum nächsten Mal. Stets zu Diensten, Milord? Ja? Jetzt entscheide dich. Fasst du mich immer noch an? Hast du kein Königreich zu regieren? Ich bin schon beschäftigt. Komm zur Armee, haben sie gesagt. Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Ich will lieber segeln.